Hello everyone! Before I will start the video, I have just a quick announcement for you. From now on I will give my best to equip all my videos with English subtitles. I am also thinking about launching a mining series where I will collect rock samples from different places and then try to extract and refine some kinds of metals and minerals. This series might even be completely in English, I haven't decided yet. So if you're interested in stuff like that, please just show me with a simple comment down below. So now let's go on with the actual video about making a knife sheath, and don't forget to turn on the subtitles. Heute zeige ich euch zwei verschiedene Varianten, sich eine einfache Messerhülle zu bauen. Grundsätzlich bestehen beide Varianten aus Holz, wobei eine mit Leder ummantelt ist. Für die Lederhülle habe ich normales Sperrholz verwendet. Die Dicke des mittleren Sperrholzstreifens sollte unbedingt der Klingendicke entsprechen, sodass das Messer später nicht von selber herausfällt. Alle drei Teile habe ich mit Leim zusammengeleimt und dann in die fertige Form geschliffen. Um das Holz unauffälliger zu machen, habe ich es im oberen Bereich gebeizt und dann, um es vor Feuchtigkeit zu schützen, lackiert. Beim Ausschneiden des Leders ist es wichtig, einen Streifen, der lang genug für eine Gürtelschlaufe ist, dran zu lassen. Damit die Gürtelschlaufe stabil genug ist, habe ich einen kleinen Metallstreifen mit eingenäht. Nachdem ich alle Löcher vorgebohrt hatte, war das Ganze auch schon fertig fürs Zusammennähen. Das hölzerne Innenteil kann man entweder mit zwei Komponentenkleber in die Lederhülle hineinkleben oder es passt von Anfang an so perfekt hinein, dass ein Kleber nicht notwendig ist und es von selber nicht herausrutscht. Die reine Holzvariante habe ich aus einem Stück Astholz einer Fichte gefertigt. Dieses habe ich als erstes gehobelt und geschnitten, um dünne Brettchen zu erhalten. Danach folgte wieder dasselbe Prozedere wie bei der anderen Messerhülle. Hierbei werden wieder alle drei Einzelteile ausgeschnitten und dann zusammengeleimt.
Den Lederriemen für den Gürtel habe ich mit Hilfe einer kleinen Holzbox, die ebenfalls aus mehreren Schichten besteht, auf die eigentliche Messerscheide aufgeklebt. Auch hier habe ich einen Metallstreifen eingenäht. Für das Einkleben des Lederstreifens empfehle ich wieder einen 2-Komponenten-Kleber. Dann zum Schluss habe ich noch die Oberfläche des Holzes und die des Leders eingeölt bzw. gewachst. Bei der Verwendung ist mir aufgefallen, dass die Ledervariante wesentlich robuster gegenüber Feuchtigkeit und mechanischer Belastung ist. Die Holzvariante gefällt mir persönlich jedoch besser. Hiermit verabschiede ich mich für heute. Bewertungen und Kommentare sind gerne gesehen und bis zum nächsten Mal.